Bezeichnung: FTC und/oder FTCM, Ferntransmit-Container Mobile. Bestimmungsgemäße Verwendung: Der FTC wird zum Zweck der Aufspürung und Erforschung des Verhaltens eines SCPs genutzt. Des Weiteren kann das Apparat den Erscheinungszeitpunkt des SCPs voraussagen. Ein FTCM wird in einem gewissen Maße für die Unterdrückung einer raumzeitbändigenden Eigenschaft bzw. Fähigkeit eines materiellen SCPs eingesetzt. Die Standardversion des Geräts ist für SCPs vorgesehen, die zum Beispiel ein Gebäude und/oder ein großes Objekt darstellen, währenddessen die mobile Version für kleinere SCPs angepasst ist und implantiert werden kann. Ein FTC erlaubt die Aufspürung von materiellen SCPs, die nicht an einen Ort gebunden und/oder raumzeitbändigend sind, und die Verfolgung dieser über ein eingebautes GPS-Modul. Die Geräte können von einem Terminal oder einem mobilen Steuermodul bedient werden. Der Einsatz von einem FTC von anderen Zweigen der Foundation ist zum momentanen Zeitpunkt nicht gestattet. Am 2000 wurde es vom O4-Rat aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen entschieden, den allgemeinen Einsatz des FTC temporär einzustellen. Beschreibung: Ein FTC stellt ein Gerät bestehend aus einer Platine und mehreren Chips dar, das die Größe eines Koffers besitzt. Die Standardversion des FTCs besitzt mehrere Chips, interne Datenträger und Antennen. Diese dienen zum Verarbeiten, Speichern und Senden von gesammelten Daten. Die mobile Version des FTCs besitzt die Größe einer kleinen Platine mit einem Hauptchip. Diese Version besitzt keine internen Speichermodule und sendet Daten über ein eingebautes GPS-Modul. Ein FTC wird für den Zweck der Erforschung des Verhaltensmusters eines raumzeitbändigenden SCPs genutzt. Die Standardversion des Geräts kann unter anderem den Erscheinungszeitpunkt des SCPs bestimmen. Die mobile Version des Geräts besitzt die Option der Unterdrückung einer raumzeitbändigender anomalen Eigenschaft oder Fähigkeit, die von einem Modul ausgeht. Ein FTCM ist in der Lage, nur auf ein einziges Individuum, ein lebendiges SCP, einzuwirken, wenn dieses bereits zum Großteil biologisch untersucht worden ist und gewisse Vorbereitungsmaßnahmen getroffen wurden. Siehe FTCM-Einsatzvorbereitung. Ein FTCM wird in den allermeisten Fällen operativ implantiert. Es wurden bereits mehrere Modellreihen von FTCs entwickelt, diese werden als Modellreihe A und B bezeichnet. Bis zum jetzigen Zeitpunkt existiert eine einzige Modellreihe von FTCMs, diese wird als Modellreihe C bezeichnet. Als Generation bezeichnet man eine vollwertige Version eines Modells. Der FTC wurde von der Entwicklungs- und technischen Abteilung des deutschen Zweigs der Foundation entwickelt und basiert auf dem Eisler Raumzeitstabilisator, der für SCP-050-DE gebaut wurde. Es besteht eine große Ähnlichkeit der Chip-Prozesse und der Vorgangsweise zwischen einem FTC und dem Eisler Raumzeitstabilisator. Das Gerät ist zum momentanen Standpunkt in der Testphase und höchst instabil. Die mobile Version wurde bis jetzt nur einem einzigen SCP eingesetzt. Modellreihe FTC, Modellreihe A, erlaubt die Erforschung und das Voraussagen des Erscheinungszeitpunktes eines raumzeitbändigenden SCPs. Wird für große raumzeitbändigende SCPs und SCPs, die aus anderen Dimensionen stammen, benutzt. Modellreihe FTC, Modellreihe B, erlaubt die Erforschung und das Voraussagen des Erscheinungszeitpunktes eines raumzeitbändigenden SCPs, ist für besonders sensible SCPs angepasst. Modellreihe FTCM, Modellreihe C, kann in einem gewissen Grad eine raumzeitbändigende Eigenschaft Fähigkeit eines einzelnen SCPs unterdrücken und wird diesem implantiert. Sicherheitshinweise: Gefahr durch elektrische Spannung. Die Standardversion des FTCs kann im Betrieb starke Spannungen aufbauen. Fassen Sie beim Betrieb in das Gerät nicht hinein. Bei der Beschädigung des Geräts ist dieses bei der Wartungsabteilung abzugeben, versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu reparieren. Gefahr durch Instabilität. Das Gerät befindet sich zum momentanen Zeitpunkt in der Testphase und der Einsatz dieses ist nur qualifiziertem Personal erlaubt. Die unerlaubte Inbetriebnahme zieht disziplinäre Maßnahmen mit sich. Bestandteile: Ein Standardmodell besteht aus einem kofferartigen Gehäuse, mehreren Datenträgern, Antennen, Platinen, Modulen und Chips. Gehäuse. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Aluminium,
und besitzt innen Polster für die Dämpfung eines Sturzes. Im Gehäuse befinden sich Löcher, die für die Antennen vorgesehen sind. Das Gehäuse kann eingeklappt werden und besitzt einen Griff, der den Transport vereinfacht. Bei der Montage werden die inneren Komponente mit Schrauben im Gehäuse platziert, die Antennen werden in die dafür vorgesehenen Löcher gesetzt und eingefahren. Das Gehäuse kann von außen mit einem Schloss verschlossen werden. Inneren Komponente. Die inneren Komponente bestehen aus Datenträgern, Platinen, Modulen und Chips. Bei der Montage werden diese im Gehäuse platziert und bewegungsfest gemacht. Die einzelnen Komponente wurden von dem deutschen Zweig der Foundation entwickelt und werden in Deutschland produziert. Für weitere Informationen siehe die Montageanleitung. Das mobile Modell besteht aus einer Platine mit Modulen und einem Hauptchip. Platine. Die Platine ist mit kleinen Modulen ausgestattet, die die Funktionalität des Geräts erhalten. Hauptchip. Der Hauptchip beinhaltet alle nötigen Funktionen für den Betrieb des Geräts. Wartung. Bei Beschädigung eines Modells ist dieses umgehend bei der Wartungsabteilung abzugeben. Es darf unter keinen Umständen von unautorisierten Personen versucht werden, das Gerät zu reparieren. FTCM-Einsatzvorbereitung. Bevor ein operativer Einsatz eines FTCMs geschehen kann, müssen die folgenden Punkte beachtet und ausgeführt werden. Das biologische Profil des SCPs muss zum Großteil bekannt sein. Das Gerät benötigt diese für seine Funktionalität. 5 Minichips werden in den Herzbereich, beide Arme und Füße eingesetzt. Diese benötigt das Gerät ebenfalls für seine Funktionalitäten. Das Gerät wird ausschließlich in den Nackenbereich des SCPs eingesetzt und mit dem oberen Teil des Rückenmarks verbunden. Das FTCM wird ausschließlich in Vollnarkose eingesetzt. Einsatzbericht 2000 FTCM B5 Seriennummer B5 2965. Infolge der Ergebnisse des Einsatzes von dem FTC des Modells B5 der Seriennummer B5 2965 am 2000 hat der O4-Rat beschlossen, den Einsatz von einem FTC bzw. FTCM temporär einzustellen, bis neue Sicherheitsmaßnahmen entwickelt werden. Wir haben versucht, es bei SCP einzusetzen. Das Ding hat 12 unserer Männer auf der Stelle auseinandergerissen und einen anomalen Krater mit einer Raumzeitzerrung von dem Radius eines Kilometers hinterlassen. Als das Personal es angeschaltet hat, wurde mir ein helles Licht und ein lauter Knall gemeldet, der sich wie ein andauernder Artilleriebeschuss anhört, heißt er geschieht immer wieder. Ich habe ihn allerdings auch selber bemerkt, aus der Entfernung von 2 Kilometer. Alle, die sich am Einsatzort befanden, wurden von dem Teufelsgerät abgemetzelt. Das SCP hat es wahrscheinlich auch erwischt. Allen, die sich zum Ereignishorizont begeben, werden die Gliedmaßen abgetrennt und der Mensch selber explodiert förmlich. Schrecklich sowas anzusehen, das hat erfahrene Männer einer MTF-Einheit wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Was hat die technische Abteilung da bloß geschaffen? Dr. Beers.